Also, wir wollten heute Abend Bilder zeigen über Rumänien und es war der Hette hier. Der Hette ist, glaube ich, noch im Restaurant und der ist so aufgeregt gewesen vor seinem Vortrag, dass er vergessen hat, die Bilder mitzubringen. Aber er holt sie morgen. Dann können wir es morgen gucken oder übermorgen. Und der Tobias, er war auch schon sehr oft bei uns. Er hat immer ein paar Bilder in der Tasche. Und dann habe ich gesagt, Tobias, du hast doch diese tollen Bilder von Südamerika, kannst du dir uns nochmal zeigen. So Tobias, maybe you know him from former meetings, he always has some pictures in the pocket. And I said, I saw your pictures once, maybe you could show them tonight because he was so nervous today that he forgot his pictures at home. And he said, sure, why not, I show you the pictures of South America. 125cc, enjoy the show. Ja, vielen Dank erstmal, dass ihr alle da seid. Auf Englisch oder auf Deutsch? Deutsch? Englisch? Englisch. Englisch, überstimmt, sorry. Alright, I will show you some pictures of South America. It hasn't been planned to do this show tonight, so excuse me if I do some mistakes. Yeah? Okay, I try to mix. Ja, gut, dann machen wir Deutsch und Englisch zusammen. Es geht um eine Reise um Südamerika. Ein Jahr war ich unterwegs, 28.000 Kilometer, das Reisebudget 2.500 Euro. I went for 1 year, 28,000 kilometers, and my budget was 2,500 euro. I took the plane. Sorry? Including flights and bike. Yes, I went to Santiago de Chile. Ich bin nach Chile geflogen, nach Santiago, und habe mir dort ein 125er Motorrad gekauft. I bought a 125cc bike in Santiago, which is very cheap. You can get them for 800 euro in very good condition, and after the trip you can sell it for 400. So it's way cheaper than to ship a bike. Was a used bike? It was a used bike, yes. Aber Honda, das ist schon mal gut. Ja. Mit Honda kann man eigentlich nichts falsch machen, egal wo auf der Welt. Viele Leute bezahlen 2.000 Euro allein, um ihr Motorrad rüber zu verschiffen. Yeah. Many people pay 2,000 euro just to ship the bike. In this case, it would have been the end of my budget, so yeah. I was happy with 125cc, went around Chile and was amazed how friendly the people are. Die Leute waren so wahnsinnig freundlich, egal wo man hinkam, wurde man freundlich willkommen geheißen und gleich eingeladen, selbst wenn die Leute nicht viel besaßen. Even if the people didn't own a lot of money, they invited me to their house and allowed me to pitch the tent and stuff. I was warmly welcomed. It's really amazing. Also man ist überall sehr gern willkommen, wird eingeladen und darf zelten. Chile hat eine wunderschöne Küste, also es ist wirklich landschaftlich herrlich. Chile, the coast of Chile is wonderful, and there is only a few parts left over from the big tsunami who destroyed a lot of houses and many buildings there. Also vom Tsunami sieht man nur noch ganz bisschen. Das ist jetzt 4 Jahre her. Ja, there are many animals everywhere, and you can just walk around the beach and take pictures. Also man kann sehr viele Tiere sehen, überall wo man hinkommt. Manchen geht es nicht so gut. Some of them are not very happy, but the people are happy and they invite you to come, and yeah, they killed the pig because the son had just finished university. And there was a big celebration, all the neighbors were invited and I was invited too, and I was part of the event. Also der Sohn hatte gerade die Universität bestanden und es gab ein großes Fest. Dann haben sie mich gleich mit eingeladen, es gab also wurde gegrillt, natürlich Schweinefleisch und so. Und dann wird aus einer Übernachtung schnell eine Woche. Also dann bleibt man da und soll noch die Nachbarn kennenlernen, wird noch hier vorgestellt. So aus einer, from one, if you ask to stay one night, it can happen that you stay 1 week because they want to introduce you to the neighbors and they show you around and stuff. It's so amazingly friendly, those people in South America. It's really cool. And even if you do wild camping, selbst wenn man nur im Zelt wohnt, gibt es immer wieder Möglichkeiten zu duschen. Also es ist überhaupt kein Problem. So there's always showers, even if you do wild camping. No matter. Oh ja, gibt Sound, weil nachher kommt was hier geht. Aber hier ist alles gut. Ja, das hat jetzt keinen Sound. Ja, an einer Stelle habe ich gefragt, darf ich mal übernachten? Man fragte immer freundlich, bevor man irgendein Grundstück betritt. Und ja, habe ich das Zelt aufgebaut, wir waren schon am Schlafen. Plötzlich geht Licht an und die Leute drehen Musik auf und es fängt eine riesen Party an.
On one place I asked to pitch the tent, and people allowed me. Of course, I always ask before I enter a property, and they allow you to pitch the tent. And then suddenly there were many people coming, and they switched on the lights of the car and started music, and there was a big party going on. I didn't know what they actually were partying for, but I was just part of it because you can't sleep with that noise anyway. And close to Pucón, to Villarrica, there's the big volcano Pucón, and you see it from very far distance, and I wanted to go as close as possible to see if there is any chance to go up the volcano. Es gibt diesen bekannten Vulkan in Chile, und ich habe dort übernachtet, in der Nähe, also so weit wie man mit dem Motorrad eben hochfahren kann, habe dort einfach in der Wildnis übernachtet. Und am Morgen habe ich plötzlich gehört, wie englische Stimmen und deutsche Stimmen, die so an meinem Zelt vorbeizogen. Dann habe ich das Zelt geöffnet und da war da eine ganze Wandergruppe gerade auf dem Weg rauf. So I just welcomed as far up the volcano as possible and slept there, and in the morning I heard some English and German voices walking past my tent, and I opened the tent and there were a lot of people walking up the volcano, all with helmets and the ice gear and big security pickles and crumbs on the feet and stuff going up. And I decided, well, that's my chance. Took my sport shoes and just my cap. I didn't have pickle ice helmet, nothing, just followed them. It was an amazing experience to see the volcano up, and it made a very deep sound, and it smelled, it was so ugly, but it was really amazing to see the power of nature. So es war sehr interessant, oben anzukommen, dann mit dieser Gruppe zusammen und zu hören, wie der Vulkan so grollt, so tief grollt und dieser beißende Rauch da raufkam. Das war einfach beeindruckend, wie stark diese Natur ist. Dann habe ich mich überschätzt und da war noch ein anderer Vulkan in der Nähe und dann habe ich gedacht, na gut, das war jetzt so einfach, da kannst du auf den auch raufwandern. There was another volcano close to Pucón, and after it was so nice walking up the first one, I decided I want to do that again, but it was a very bad idea because I went up in the morning, it was good, everything, the ice was frozen and stuff, but at noon the sun came through the cloud and suddenly everything started to melt and became very sleepy. And I was still with my sports shoes and stuff and holding on with my fingers to the ice and trying not to slip down. And there were these big ice Gletscherspalten. War sehr gefährlich, aber ja, das war halt jugendlicher Leichtsinn sozusagen. Far below me, there were people walking with security ropes and everything very professional. I was just walking with sport shoes. Also ich bin da nur mit Turnschuhen rumgerannt, unter mir die Leute haben sich professionell gesichert, haben mir dann auch ziemlich einen Einlauf verpasst, als sie mich da gesehen haben. So, ja, war nicht gut. Vom Schreck erholen konnte man sich unten in den heißen Quellen. Es gibt wunderbare heiße Quellen in Chile. There were nice hot springs where I could rest after the dangerous experience. And yeah, this is the thing. It's $1 entrance, and this is $100 entrance. Yeah, usually I prefer to wild camp wherever there is a place. I always find a place to wild camp, and sometimes you just sit on your tent and do some writing of your diary or whatever, and then suddenly people pass the tent and ask, "Oh, where are you from?" and stuff, and you get to know people, and suddenly they invite you to their house. Yesenia, ich habe schön gezeltet und also Yesenia ist vorbeigekommen, hat mich eingeladen, ich soll doch zu ihrem Haus kommen, die Eltern kennenlernen. Wir haben zusammen Weihnachten verbracht. We spent Christmas together. That's how Chilean people celebrate Christmas. It's hot, it's 40 degrees, it's summer. They have the Chinese Christmas tree with all these LEDs blinking and the television working all the time. And yeah, it didn't feel like Christmas at all because it felt like summer, but it was really amazing that just some people invite a stranger to spend Christmas with them. Also es war wahnsinnig, wie die mich einfach eingeladen haben, als Fremden Weihnachten mit ihnen zu verbringen. Mitten im Sommer, das war total ungewohnt, also bei 40 Grad Weihnachten zu feiern, aber cool. And then Yesenia wanted to ride on the motorcycle with me, and therefore she had to have a helmet. And there was this flower pot in the garden of her parents, and yeah, it became the new helmet. Sie wollte mit mir Motorrad fahren und wir brauchten einen Helm, und da kam der Blumenkübel gerade richtig. Yeah, later on we had New Year in Santiago. I went back up again, and it was the biggest party I ever had. It was thousands of people outside,
having a big party, also eine riesige Silvesterparty in Santiago de Chile. Ich durfte freundlicherweise bei den Feuerwehrleuten übernachten. I was allowed to camp my tent at the fire brigade's place before I went to Argentina. I wanted to go to Argentina very quickly because there was Rally Dakar coming. And I really wanted to see. Also ich bin dann relativ zügig nach Argentinien gefahren, um die Rally Dakar live zu sehen. Ja, die richtigen Rallye-Leute sind natürlich dann diese Strecke deutlich schneller gefahren. The real Rally Dakar people went this track much faster than I did. But I had to go there before, of course, because they closed the track one day before the real rally people came. And there were other people waiting for the rally as well. And when they saw me, they just called, "Gringo, Gringo, come here." They were having a big barbecue in Argentina, and people, I mean, they just gave me a hamburger. I was invited. I didn't understand any Spanish. I didn't understand Portuguese, nothing. But I was very welcome. It's amazing. The people are so friendly. Also ich war gleich eingeladen in Argentinien bei anderen Leuten, die auch auf die Rally Dakar gewartet haben. Und es ist einfach wahnsinnig, wie freundlich die Leute sind. Am nächsten Tag kam dann die Rally durch. So that's the Rally Dakar. And it's amazing. I mean, they just blast through. They don't care about the material or of their car. They just want to win. So even I studied machine engineering, I can't understand why these vehicles can not just brake. Ja, man kann also selbst im LKW driften, das ist schon heftig. It's even possible to drift with a big truck. With my bike I had a little bit problems. I had a puncture, but I had everything to fix it, so no problem. And I wasn't in a rush like the Rally Dakar. Yeah, with couch surfing, I got in contact with another very, very friendly family who invited me to stay at their place. I don't know, maybe you know couch surfing. It's a website where people offer a place to stay. You can search for a city, and then you contact the people and you say, "Yeah, I'm Toby from Germany, I'm just traveling South America, and I would like to visit your place, and maybe you can show me around or something." And they invite you. They say, "Yes, here, come and then stay with us." And it turned out they had a pool, and it was a little horse farm, and they gave me horse riding lessons, so it's always amazing. I mean, Leute von Couchsurfing haben mich eingeladen. Sie hatten eine Pferdefarm und ich war plötzlich auf einem Pferd, und das war ihm genauso unangenehm wie mir, aber es war einfach cool. Ja, und das ist immer eine tolle Möglichkeit, mit anderen Leuten eben in Kontakt zu kommen. Selbst wenn man alleine reist, die Couchsurfing-Leute, die haben dann natürlich die Nachbarn, die werden eingeladen und so, und plötzlich hat man jede Menge Freunde. So that's a great way of getting in contact with people if you travel alone, this couchsurfing thing. In Argentina, the roads are very, very nice. It's amazing how green everything is, and nice and winding, but still very hot. It was summer. Then I went further up towards Bolivia, and the further up I went, the colder it became, and the green disappeared. It was more like rocky and cold. Oh. But still, there were animals just living beside the road. Also es ging immer höher nach Bolivien, immer höher rauf, bis auf 4000 Meter. Und es wurde immer karger, aber selbst dort lebten noch Tiere. Und sonst an Stellen, wo es keine Tiere gab, da gab es dann diese riesigen Kakteen, die einfach ja, unglaublich groß sind, aber natürlich unglaublich schwer auch machen, einen Platz zum Zelten zu finden, weil überall sind kleine Kakteen. So there were these big plants, but they made it very hard to find a place to wild camp, because everywhere with these thorns, there were plants with thorns, so it was hard to find a place to wild camp in Bolivia. But still, I just wanted to continue. There was always, if you search, you still find a place to wild camp, of course, but it's not as easy as everywhere else. And that's the road, up towards the border. And sometimes even with my 125 bike, I could overtake some trucks because they go with 10 kilometers an hour and I was going with 50 maybe. So yeah, it was a big race.
yeah, many animals beside the road. Yeah, I don't know. I just like them. I don't know if they belong. They probably belong to someone, but there is no fence. Ja, es gab immer wieder Tiere am Wegrand, die wahrscheinlich jemandem gehören, aber die waren nicht eingezäunt. Das ist der Weg zum Salar de Uyuni. That's the road to Salar de Uyuni, which is a big salt lake, where you can, just go right on the salt. Es ist ein getrockneter Salzsee und man kann auf dem Salzsee eben herumfahren. An manchen Stellen gibt es solche Rinnen, da tun die Einheimischen extra Wasser rein, damit sie das Salz leichter ausschöpfen können. Also wenn sie es einfach ausweichen, dann können sie es einfach ausschöpfen. Some places the people put some water into the lake, so they melt the salt and they can easily take it out. It's much easier that way if you have to hammer. The petrol stations, there were many petrol stations, but not all of them had petrol, so I was happy to carry some spare petrol in some 5-liter jerry cans just stuck beside the bike. An manchen Tankstellen gab es keinen Sprit, da war es dann immer gut, Reservesprit dabei zu haben. And besides Salar Uyuni, there were big hotels just made out of salt rock. And all these hotels were closed because the government closed them because they put all their waste, the water into the salt lake, and they start the shower water and toilet water start to destroy the salt lake, so they closed the hotels. But still, if you have a nail, you could open them and you could go into the house and sleep there. And suddenly I was owner of a house and I invited other people who were backpacking there, come to my house and we had a great day. So, da gibt es viele Hotels, die sind zwangsstillgelegt worden von der Regierung, weil die ganzen Abwässer den Salzsee eben verdreckt haben. Aber mit dem Nagel kann man die Türschlösser öffnen und dann hatte ich plötzlich ein eigenes Haus und konnte andere Leute einladen zu mir zu übernachten. Das war ganz lustig, yeah, we had a great party. And then next day I continued. That's a little supermarket in Bolivia, high up the mountains. So the lady has everything you need, and you don't really need something which she doesn't have. Also das ist ein Supermarkt in Bolivien und sie hat alles, was man braucht, und was sie nicht hat, das braucht man. Orangensaft kann man einfach an der Straße kaufen, also orange juice you can just buy beside the road. And here you see people wearing different kinds of hats, and that shows to the kind of tribe they belong to. Also man kann an den Hüten erkennen, zu welchem Stamm die Damen gehören. Das ist auch eher bei den alten Leuten so. Die jungen Leute rennen rum mit Smartphone wie wir. Weiß man nicht so wie wir. It's just the old people. The new people have smart cell phones and stuff like we do. La Paz, the capital city of Bolivia, I was invited to visit a guy who I met at the border. And I wasn't sure if I'd be able to find him because it's a huge city, and he just gave me a rough description of how to find his house, and so I tried my best. First I visited some markets and then bought some food. Also ich war eingeladen worden von einem Mann, den habe ich an der Grenze kennengelernt. Er hat mich eingeladen zu sich nach La Paz. Ich durfte sein Haus besuchen und mit ihm dort wohnen und mal Hallo sagen. Und jetzt war ich auf der Suche nach seinem Haus. Ja, es gibt viele wilde Hunde, speziell an Stellen, wo es Abfall gibt und damit fressen. There are many wild dogs at places where there is rubbish and waste, because there they have something to eat. And I was still looking for the house of this guy who invited me. I wasn't sure, is it this house? Also ich war mir nicht sicher, ist das jetzt das Haus, wo er mich eingeladen hat? Aber es hat sich dann rausgestellt, das Haus. So he was one of the guys who owned a few companies and stuff, and he had everything, and it's amazing how the difference between rich and poor people is in Bolivia. So he had everything, but some people, they were actually living in this house I showed before. Yeah, he was very friendly and told me, yeah, I have to visit the most dangerous road of the world, the so-called Camino de la Muerte, also die Straße des Todes wollte ich unbedingt besichtigen. Und ja, sie trägt diesen Namen zurecht. Ansonsten sind die Leute natürlich sehr naturverbunden und brauchen nicht viel. Also wirklich reisen tun sie eigentlich nur sehr selten, und wenn, dann produzieren sie die Sachen, die sie brauchen, selber, wie dieser Herr, der seine Backsteine selber produziert, um sich ein Häuschen zu bauen. Oh yeah, I forgot the English language. Yeah, people produce everything they need for themselves, so they don't travel a lot. And these days it's more tourists who die on the Camino de la Muerte, because they go with the mountain bikes. Yeah, and there are many houses, many empty houses beside the road through Bolivia, and this was a good way to camp even without getting wet. Also es gab viele leerstehende Häuser am Wegrand in Bolivien,
Und das ist immer eine tolle Gelegenheit zu zelten, ohne nass zu werden. Also man kann aber sein Zelt da drin ausschlagen. Und dann sieht es so aus, wie man abends eben ein bisschen Tagebuch schreibt und die Homepage aktualisiert. So this is how it looks if I'm writing diary and do the update of the website or something. Yeah, this is Titicaca, Lake Titicaca and the border to Peru. So die Grenze nach Peru am Titicaca-See. Da gibt es sehr viele Fischfarmen. Also hier züchten die riesigen Netzen Fische, um dann so Fischstäbchen herzustellen. So they produce fish fingers and sell it, and that's one of the biggest industries at the border between Bolivia and Peru. Yeah, they produce a lot of fish. Yeah, entering Peru was not very easy because the motorbike I bought was still registered on someone else's name because I didn't have a address in Chile. So I registered on a guy I met on couchsurfing and it worked fine so far. But in Peru they said no, if I want to enter the bike has to be on my name. Also ich konnte Peru nicht mit dem Motorrad betreten, was auf den Namen von jemand anders lief und ich konnte es auch nicht auf meinen Namen registrieren, weil ich keinen Wohnsitz in Chile hatte. Aber dann war es Zeit für Photoshop, so yeah, that's the time for Photoshop. Just scan it, change it, print it and enter Peru. Then I was in Peru and yeah, of course I went anderen Zeit, die Urus-Indianer und heutzutage natürlich auch einer der Touristensehenswürdigkeiten. Also it's like in the old years, how the people still live there, but it's one of the tourist attractions these days. And then this is the road to Machu Picchu, another big tourist attraction in Peru. Also der Weg nach Machu Picchu, eine riesige weitere Sehenswürdigkeit. Und auf einer Straße gab es plötzlich einen Stau. So on this road there was suddenly a traffic jam and I just passed all these cars, went all the way to the front and realized the rain had taken away the bridge. So yeah, some trucks already were waiting a few days. So I was a little bit nervous, yeah, what's going to happen. Manche Leute haben dort schon, also der Regen hat die Brücke mitgenommen, also der Fluss ist angeschwollen, die Brücke mitgenommen. Und einige Leute haben schon mehrere Tage gewartet darauf, dass sie repariert wird. Ich hatte Glück, einen Tag später kam dann einer mit dem Bagger und hat für die Fußgänger so eine kleine Furt gebaggert, wo die Fußgänger dann rüber konnten. Und ich habe so getan, als verstehe ich das nicht und mit dem Motorrad rüber dann weiter. Yeah, one day later the guy came with a big digging machine and made for the passenger, for people walking, a little bridge, and I pretend not to understand and cross with the bike. And yeah, I was happy to be able to cross. Other people who came with a big bus and stuff had to turn around. It was amazing. Even people had to wait a few days in front of this traffic jam. Nobody was nervous. It was normal for them. One guy had some chickens and other people just sold whatever they had on the road. It was like a market. I mean, one woman started to cook and sells the food, and other people have some Chinese whatever, and it was like a market. I mean, it was amazing. Die Leute haben sich gar nicht geärgert darüber, dass es einen Stau gab. Sie haben einfach verkauft, was sie gerade hatten, und manche Leute haben angefangen zu kochen, Essen verkauft und so, weil man kam ja eh nicht weiter. Also das war schon ein Erlebnis. Ja, es hat die ganze Zeit geregnet. It was raining most of the time when I was riding, so all the rivers were crossing the road, but this one wasn't too bad. And I arrived late in the evening, and that was the only place where it was flat to pitch the tent, high up in the mountain, above the city, the last city in front of Machu Picchu. Also hier konnte ich zelten bei dem Gipfelkreuz von dem Berg, und ganz weit unten ist die letzte Stadt, bevor es dann zu Machu Picchu ging. Und man kann dort für $100 mit dem Zug hinfahren oder man kann laufen. Ich habe 150. Haben sie abgedeckt, also erhöht. Okay. Also ich habe mich entschieden zu laufen. Ja, und dann hat es aufgehört zu regnen, es wurde Schnee. So the rain stopped and it started to snow. But yes, I knew when I was still at 4,500 meters altitude, but I knew another 200 kilometers and it will go down to sea level and it will be summer again. Also ich wusste noch 200 Kilometer, dann geht es von 4.500 Meter wieder runter auf Meereshöhe, und da wird es wieder Sommer sein. Also Zähne zusammenbeißen und durch. Yeah, the road was, like you see, it was a big problem for me, but not for the animals. Also die Tiere haben es weniger gestört, der Schnee, als mich. Aber ja, Zähne zusammenbeißen und weiter. Essen gab es dort oben auch nicht.
ich hatte keine Kochsachen dabei, weil ich eigentlich immer wusste, in irgendwelchen Städten gibt es was am Wegrand und so, aber da oben, wenn alles verschneit ist, da war da niemand, ich kann es noch vergessen. So there was no food up there because there were no people, and I didn't carry any cooking stuff because I knew in the cities there's always food sold beside the road. So yeah, I was happy. One day later I got food again when I went down to sea level, and people were living in houses like this after the tsunami had destroyed many houses. Also Leute haben in solchen Basthütchen gelebt, weil der Tsunami ihre großen Häuser eben zerstört hatte. Und 200 Kilometer vor Lima gab es diese wunderschöne Oase, wo man ein bisschen entspannen konnte. So 200 kilometers south of Lima there was this oasis Wakashima where I could rest and spend some summer days after the cold winter. So it was just 2 days later or something. You sit in the summer, and before that you had winter. And you could walk up the dunes, you could do sandboarding, you could ride a jeep or whatever, and you can't imagine you were in the snow 2 days ago. Yeah, you could go swimming, also hier konnte man schwimmen und Sandboarden und Jeep fahren und sowas, und konnte sich kaum vorstellen, dass man 2 Tage vorher noch im Schnee war. Yeah, then I went to change money, and yeah, you just go into the city and people ask you, do you need money, and you ask yes, but what's the rate, and they show you on the calculator, and then you say okay, you give the money, you count the money, you give him your money, euros or whatever, and that's usually it. But then he started to whistle and the police came and arrested me, and then he said I didn't give him my money. I said, hey, you got your money, why do you think you have 200 euros in your pocket? You usually don't have euros. It's my 200 euros I just gave you. Well, they arrested me and took me to the police station. Ich wollte Geld wechseln. Man wird überall angesprochen, ob man Geld wechseln möchte. Und auf dem Taschenrechner tun die immer den Kurs auftippen, dass man halt sieht, okay, das ist der Kurs, und dann sagt man okay oder eben nicht, muss noch ein bisschen verhandeln. Und dann zählt man das Geld, ist in Ordnung, gibt ihm das andere Geld. Und das ist normalerweise gut, aber der hat dann gepfiffen. Und dann kam Polizei und hat mich festgenommen, weil ich hätte ihm mein Geld nicht gegeben. Und sage ich, ja, wie kommst du, dass du ausgerechnet 200 Euro hast? Niemand hat da 200 Euro, das ist das Geld, was ich dir gerade gegeben habe. Naja, hat die Polizei, die stecken alle unter einer Decke, die haben mich mitgenommen auf die Wache. Und dann gab es auch andere Leute, die so tun wie der gute Freund und ja, komm, scheiß auf das Geld, die stecken dich jetzt weg und du kommst dann nie wieder raus. Und sieh zu, dass du einfach jetzt sagst, ja, alles ist gut, gib ihm nochmal 200 Euro oder gib ihm das, was er dir gegeben hat, das peruanische Geld zurück und komm, sieh zu, dass du rauskommst. Aber ich wollte es nicht. Und ja, they were some so-called good friends giving me the advice, yeah, just give him another 200 euro or return the Peru money, what you just gave, and just go out of here, because otherwise they lock you away and you will never go out of here, and then for 200 euro you don't want to risk that. But I said, no way, I didn't do anything wrong, so I just pulled out my book and started to make myself very comfortable at the police officer's chair, and he was fed up and just chased me out of the police station because he didn't want me to sit on his chair. Also irgendwann habe ich mir dann bequem gemacht auf diesem Stuhl vom Polizeichef, und das fand er gar nicht gut und hat mich rausgeschmissen für der Polizei. In Lima, the beaches is full. So many people at the beach in Lima, so I left the city as quick as possible because you can't leave your stuff here, go swimming, you have always to watch it and stuff. Lima war mir zu gefährlich, zu viele Leute, da bin ich relativ schnell weitergefahren. Outside of Lima, it's very easy to meet friendly people. They invite you, they make a special nice fire for you, and it's really amazing how friendly the people are, especially in the countryside. If it's far away from the touristic places. At touristic places, they always try to rip you off, but in the remote areas, the people are so friendly. Ja, weiter weg von den normalen Touristengegenden, da sind die Leute so freundlich, und bei den Touristenplätzen wollen sie einen natürlich immer abzocken. In der Wüste von Peru gibt es Hühnerfarmen. There are big chicken farms everywhere in the desert, but nothing else. I mean, there's just sand. And these chicken farms, and poor chickens live in 50 degrees or whatever. And there's Ölpumps. Gibt es auch Ölpumpen in der Wüste von Peru. Das fand ich ganz interessant. Yeah, and then there's hundreds of kilometers, beautiful beach, and there's nobody. I mean, whenever you want, you just go to the beach, pitch your tent, can sleep. It's really nice. Das sind hunderte Kilometer, wunderschöne Strände, wo einfach niemand ist. Man kann überall wild zelten. Wunderschöne Gegend. Manchmal sieht einen ein Fischer
Und wenn er sieht, man rennt dann mit der Kamera rum, dann präsentiert er stolz seinen Fang und lädt einen auch noch gleich ein. Also sometimes if a fisherman sees you walk around with a camera, he presents the fish he just caught and invites you, yeah, come with me to my house, we can pitch the tent and also überall wird man eingeladen. Wer würde hier einen Fremden zu sich einladen? Also es ist wahnsinnig. Und dann meinte er, ja komm mit, ich habe gar nicht verstanden, was er will. Dann wollte er mir noch diese Schildkröten zeigen. So, yeah, he just wanted me to follow him and he showed me the turtles. And he was so friendly. It's amazing. I mean, I can say it 1,000 times. It's just amazing. Yeah, entering Ecuador was not a problem at all. And it's very nice and green country and all the houses are on little poles. And I was wondering, why do they build them on poles? Überall sind die Häuser in Ecuador auf so Pfählen gebaut. Ich habe mich gewundert, warum sind die auf Pfählen gebaut? Ja, ich sollte es bald herausfinden. Es fing furchtbar an zu regnen, es war trotzdem brüllend heiß. Also ich war froh mit dem Zelt so als Moskitonetz, weil dann kommen Malaria und Denguefiebermücken nicht rein. Aber es ist trotzdem zu heiß, um da wirklich einen Regencover drüber zu machen. So it was still very hot, but raining. And I just used the tent as a mosquito net. But I didn't want to put over the rain cover because it was just too hot, so I was allowed to pitch the tent underneath the carport. Yes, and now I found out why they built their house on poles, because everything was flooded. Also es war überall überflutet und dann konnte man verstehen, warum die ihre Häuser auf Pfählen bauen und das war die Hauptstraße. Also es war einfach krass, wie da die Regenzeit ist. Jedes Mal, wenn ein Bus einen überholt hat, wurde man geduscht. So everybody, a truck overtakes you and that happens many times a day. You get wet, totally wet. Yeah, so I continued, the capital city also flooded, everything flooded. And in Colombia, it changed. I mean, it was dry, there were bushfires. The people tried to keep it under control. And a few hundred kilometers south, there was flood and water. And here it was just dry and hot, it's amazing. People were selling guinea pig beside the road, also es gab gegrillte Meerschweinchen am Straßenrand zum Essen. Und es war alles sehr trocken, es gab plötzlich Buschfeuer und sowas und ein paar hundert Kilometer vorher waren noch riesen Flut und Überschwemmungen und so. Auch hier natürlich diese Kirche und so als Sehenswürdigkeit. I visited of course these places you have to visit if you go there, but for me I enjoyed more to see all these fruits and the green plants and stuff. And yeah, it was amazing to see the bananas growing. Es war super, diese Früchte, die überall am Straßenrand wachsen. Und die Leute haben mich mit den großen Messern nicht umgebracht, sondern mir einfach die Früchte aufgeschnitten und sie einem angeboten. So people didn't kill me with the big knives, but just opened fruits and offered it. Who would ever think of offering some fruits to a stranger in Europe? We still have to learn a lot from the people here. Das ist ein kleines Restaurant, sie macht Maniok. So this is a restaurant where you can buy Maniok, which is similar to potatoes or something. And because I heard a lot of bad things about Venezuela, I got in contact on the internet with someone else who was also a little bit afraid of going to Venezuela for these bad things you hear. And we decided, let's do it together. And he had a little accident before. He was stopped on a traffic light, and a car drove over his foot. And he went to hospital and had to pay $100 to get the Röntgen X-ray picture, and the doctor put his foot in the gips. Yes, but so that's it doesn't matter if you have a health insurance or not. First thing you have to pay anyway, I mean cash, and then you can try to get it back from your insurance company. But in this case, you just had to pay $100. So that's what you pay for health insurance, maybe for 1 week. So yeah, we decided to go together to Venezuela. And yeah, then we did, and I tried to follow him with his car L650, but he was too fast, and I suddenly had the problem my bike just switched off while riding. Also wir sind zusammen nach Venezuela eingereist, sein Motorrad war viel schneller als meins, ich habe versucht mitzuhalten, plötzlich ist mein Motorrad während der Fahrt ausgegangen, und es hat sich herausgestellt, ich hatte zwar Benzin und Zündfunk, aber keine Kompression. Und dann war klar, durch das schnelle Fahren haben die Federn, die Kolben nicht schnell genug zurückgezogen und hat das Ventil zerschlagen, verbogen. Und ja, dann hat er mich mit einer Leine zur nächsten Stadt gezogen. Da saß ein Mann im Sand und um ihn herum ein bisschen Werkzeug, und dann weiß man, okay, eine Fachwerkstatt. Und dann muss natürlich erstmal den Preis verhandeln. So suddenly my bike broke down while riding because I went too fast, and the
the valve, the piston had crashed into the valve and it was bent, and he told me to the next city, and there was a guy sitting in the sand with some tools around him, and that's called a workshop. And then we had to discuss the price, and he wrote something like 400 into the sand. I tried to make him understand, well, I just have dollars, because Venezuela is so cheap. The petrol is 1 cent per liter, so I didn't change a lot of money when I entered the country, because I thought, well, I just need 10 euros for petrol to cross it, and that's it. So he wrote 400, and I said, shit, 400, yeah, good. If I can continue my trip, then let's say, okay, 400, but I want to sleep in your garage. I pitched it that way. Okay, so we agreed on that, and then he started to repair. Also wir haben uns auf 400 geeinigt, im Sand so hingeschrieben, was es kosten soll, die Reparatur. Und ich hatte gedacht, ich habe ihm klar gemacht, dass ich nur Dollar dabei habe. Weil Benzin kostet 1 Cent der Liter in Venezuela, und da hatte ich nur 10 Euro oder sowas gewechselt an der Grenze. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, für 400 soll das reparieren, aber ich darf in seiner Werkstatt noch übernachten. Und das hat er dann auch hingekriegt, aber dann hat sich herausgestellt, er wollte 400 von diesen Lokalen, irgendwie 40 Dollar. Für die Reparatur. Komplette Motorrevision inklusive Übernachten für 40 Dollar. So at the end it turned out he wanted 400 local currency, so it was $40 for a complete revision of the engine, including sleeping on his garage. Later on, also in Venezuela, my friend had a problem with his bike, the Carl R 650, but for a big bike like this there is no spare parts. So there was no chance to get it repaired. Finally he let it there and flew back home. Mein Freund, der Kollege mit seiner großen Maschine, hatte später auch Probleme mit dem Motor. Da war ein großes Lager kaputt. Aber es gibt für große Motorräder keine Ersatzteile in Venezuela, nur für diese 125, die überall verteilt sind, und dann musste er sie stehen lassen, das eingeführt. Also so eine kleine hat große Vorteile. Yeah, also other people were not very lucky in Venezuela, but otherwise I really love the country. There is no reason to be afraid of or to go together. The landscape is really, really, really beautiful, and wherever you stop there's little houses, and people, if they see you, they call you gringo, gringo, which is usually American people, but European people are gringos too, and they invite you and they show you around and offer you food. They don't kill you, they don't rob you, they just so friendly. Also auch hier, wo man auch immer hinkam, haben wir die Leute eingeladen und einem einfach Früchte und was zu essen angeboten. Es gibt überhaupt keinen Grund, Angst zu haben vor Venezuela. Also es war einfach super nett. Die Leute waren klasse und haben sich gefreut, mal eine Abwechslung da im Dorf. Also richtig klasse. The people are so friendly, I mean, you can't say. Well, there's one guy who wasn't very friendly, but just one out of 1 million people. The trucks in Venezuela are huge, and they go 100 kilometers an hour, maybe 120 kilometers an hour, and they have 1, 2, 3 trailers. And if they start to overtake you, and they see traffic coming towards, they go back on your lane, but they do it before the last trailer has overtaken you. So this way they wipe you off the road. Es gibt riesige Trucks, also LKW in Venezuela, die fahren 100 bis 120 und haben 2, 3 Anhänger, und die überholen dich, und wenn Gegenverkehr kommt, ziehen sie natürlich auf ihre Spur zurück, aber bevor der letzte Anhänger dich auch überholt hat, und dann fegen sie einen von der Straße. Aber der stoppt nicht. It didn't stop, but it wasn't a big problem. Just the brake lever was bent a little bit, and the next village there was a guy, he had some tools, he repaired it, and instead of a bill he presented some orange juice. Also hat mir mein freundlicher Mann im nächsten Dorf mit dem Werkzeug ausgeholfen, und statt einer Rechnung hat er mir nachher Orangensaft gegeben. Also die Leute, das ist einfach Wahnsinn. Ja, wie gesagt, Benzin 1 Cent der Liter. Es gibt alle amerikanischen alten Spritschlucker da in Venezuela, weil der Sprit eben so billig ist. Wenn man dann mit so einem kleinen Motorrad kommt, da wollen sie nur, also sie füllen diesen Spritschlucker voll, 50 Liter rein, dann suppen sie, ohne die Pistole auszuhalten, kurz in dein Motorrad, und dann musst du schnell weg und weiter. Du musst gar nicht bezahlen, komm, die weg, mach die Zins. So, petrol is 1 cent per liter, and they have all these old petrol-consuming cars from the US, and if they fill up a car like this, and you want to get petrol too, they fill up in like 50 liters for 50 cents for this guy, and then without stopping the petrol, they just go into your bike, and then they chase you away because they want to do the next car, and you don't have to pay, just go. 7 liters is 7 cents. No. It's Venezuelan beer, it's for free. I'm not drinking alcohol, thank you. Last try. Yeah. Yeah, well,
Some places, okay, I wanted to do wild camping and take some pictures where I'm on as well, because usually it's just pictures of other people. And then, yeah, did some photo sessions. There were some wild bees, and I wanted to take a photo of them, but it was not a very good idea. After taking the photo, they attacked me, and I wasn't quick enough. Du musst auch nicht alles mit aller Gewalt ausprobieren. Yeah. Okay, the jungle, the rainforest in Venezuela towards Brazil is beautiful too. It's just green and everything is noisy and some lakes and it's amazing. It's just wonderful to see the nature. Es ist wahnsinnig interessant, dieser grüne Regenwald zwischen Venezuela und Brasilien, da entlang zu fahren. Es ist sehr grün, es summt alles, die Vögel zwitschern und so. Also es ist wirklich sehr schön. Später habe ich auf einer Karte gesehen, dass es gefährlich ist. Man darf nur bis 6 Uhr abends dort hinein, da muss man diese Gegend verlassen, weil das Indianerreservat ist und sonst haben die Indianer anscheinend das Recht, die alles wegzunehmen. Ich habe da wild gezeltet, ich wusste davon nichts. Und ist auch nichts passiert. Also it was Indian reservoir, you're only allowed to enter till 6 p.m. and then you have to leave this area, otherwise the Indians are allowed to take everything you have legally, but I wild camped there and didn't know that. Nobody cared and nobody killed me. Yeah, crossing the equator and then on I went to Manaus. Manaus is a city in Brazil and is very, very deep into the rainforests and there is no road going to Manaus from Brazil, so it's they have very low tax rates to help the people there, and that's why there's a lot of companies, because they can produce very cheap. So in Manaus ist es eine Stadt, die abgeschnitten ist von Brasilien. Es gibt keine Straße dorthin, sondern nur einen Fluss, den Amazonasfluss. Und weil die Stadt steuerlich begünstigt ist, subventioniert wird, gibt es dort sehr viele Firmen. Also es ist große Industrie mitten im Dschungel. Und da haben mich Leute einfach an der Straße angesprochen. Ja Mensch, wo kommst denn du her? Von Chile, mit chilenischen Kennzeichen hier bei uns und so, komm doch mit. Und ja, dann, genau, der Herr konnte auch noch Deutsch. Wie, du kommst von Deutschland? Ja, komm unbedingt mit. Ich will dich meiner Frau vorstellen und der betreibt ein deutsches Restaurant und überhaupt und ich soll doch unbedingt mitkommen. So this guy asked me where I'm from at the traffic light because he realized I had Chilean number plate. And when we found out I was German, he told me he's running a German restaurant and I was invited. I should come to his house. And the next day he said, yeah, clean yourself up, have a shower, take some new t-shirt. I want to introduce you to some friends. And it turned out these friends of him was a live TV show. And he was translating. I didn't understand what it was. Also ich bin von Alemania zu Chile, Argentina, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Venezuela, Argentina, molto bene in Chile, a venido a Alemania. Eu acho legal que ele fala um alemão com português, aprendendo aqui, é bonito, né? É uma mistura de culturas aqui no site na rua. Der Herr hatte am nächsten Tag gemeint, ich soll mich ein bisschen schick machen, er will mich Freunden vorstellen. Und dann war ich plötzlich live in der TV-Sendung. Also irgendwie hatte er da gute Beziehungen. Das war total verrückt, weil viele Leute haben das gesehen. Und dann habe ich alle möglichen E-Mails bekommen. Ja, wenn du mal in die und die Stadt kommst, sag unbedingt Bescheid, wir machen auch Motorradreisen, wir finden das super toll und bla. Da habe ich immer geguckt, wo sind die und habe die mal abgeklappert. So after this, people invited me and showed me around. Oh no, they wrote an email. Yeah, if you ever come to this city, you're welcome. And we do motorbike traveling as well. And so I looked on the map where are these cities and just went to visit them all. But first, from Manaus to Belém, you have to take the boat because you're still in the middle of the jungle and there's no road going to Belém. So you take the boat for 3 days and actually not the Aida, but the first one. And that's how the locals do rest. Well, actually, the Aida, I think it's for Belém. It was the last picture. The people sit or sleep in the hammocks for 3 days. Also Leute sitzen in den Hängematten für 3 Tage, während man da den Amazonas entlang fährt. Es ist sehr gemütlich und auf einmal ist das Reisen so, ja, man hat plötzlich Zeit, man kann ja eh nichts machen, man genießt einfach die Gegend. So you just have time and there's nothing else to do anyway. Yes, I pitched my tent and you can enjoy
the time because there's no rush. The ferry is going 3 days, and yeah, there were people waiting for the ferry, and when the ferry passed, they threw a hook, and then they pulled themselves to the ferry, and I thought it's a joke, but actually it turned out to be hard work. People, they entered the boat to sell fruits. Also was ich erst für einen Jungenstreich gehört habe, die Jungs haben auf die Fähre gewartet, dann Anker geworfen, sich rangezogen, um dann Früchte zu verkaufen. Also es war gar kein Spaß, es war wirklich harte Arbeit. Ganz frische Früchte auf der Fähre. Some people live in houses like this without electricity, no running water, no road. They just live there, it's amazing. I would have loved to stay for a few days, but the ferry keeps on going. Also manche Leute leben im Urwald ohne Strom, Electricity, ohne Straße, da ist einfach Urwald und ich hätte gern mal geguckt, wie sie leben, aber leider ist die Fähre immer weitergefahren. Also das ist toll, die leben da einfach. Also keine Straße, kein Wahnsinn. Süßwasserdelfin, Boto habe ich gesehen. In Brazil there is a say if a girl gets pregnant without being married, it's Boto. Because during the night he changes into a man. And yeah, it's always him to blame. Also wenn eine unverheiratete Frau schwanger wird, dann war es der Boto, der sich nachts in einen Mann verwandelt. Ja, stimmt das. Ich bin Sag mal an der Rückenflosse. Yeah, and then here you see the change, stop of the rainforest and civilization, start of civilization, die große Hafenstadt Berlin und das Ende des Regenwaldes. Die Leute habe ich auf der Fähre kennengelernt, natürlich ein Abschiedsfoto und so, aber ich sollte noch mitkommen, es sei ja zu gefährlich, dann haben sie mich noch ein bisschen rumgeführt. They showed me around to the fish market and to other places, and they said, it's very dangerous, but it wasn't dangerous. People are so friendly, and the market is open 24 hours a day, and if you want to buy something, you have to wake up the guy. Also der Markt ist 24 Stunden täglich geöffnet, wenn du was kaufen willst, muss man den Typ halt wecken. Und es gibt alles, also Raubkopien, einfach so auf Straßenrand, selbstverständlich. So you can buy everything, copy everything just beside the road. Many people live without electricity in north of Brazil too, but they are so friendly. Also selbst wenn die Leute ohne Strom und Elektrizität leben im Norden von Brasilien, sind die so freundlich, man wurde immer begrüßt, es gab immer wieder Sachen, die man noch sehen konnte und die einem gezeigt wurden. Also it's amazing how friendly the people are, right? Even you can do a photo shooting if she's just on the way getting water. She has to walk about 1 kilometer just to get water. And for us it's just used to open the tap. Also sie muss 1 Kilometer laufen, um Wasser zu kriegen. So leben manche Leute und sind trotzdem so unglaublich freundlich. Also das ist Wahnsinn. Statt Motorfahrzeuge oft Pferde. Yeah, horses are cheaper than cars or bikes. And they grow their own food just beside the house. So this is manioc. Manioc. Maniok kann man so ähnlich bearbeiten, also kochen und grillen wie Kartoffeln, man kann so Pommes draus machen. Maniok you can fry like French fries and you can cut and cook like potatoes. This is the fireplace without electricity, nothing, and they just live, and they live together with the chickens and stuff. They just run around the house and finally at the end they come into the pot together with the maniok. So man lebt einfach mit den Tieren zusammen und irgendwann kommen sie halt in den Topf, aber die Art mit den Tieren umzugehen ist noch so viel freundlicher als bei uns, wo sie einfach weggeschlossen werden im Dunkeln. 2000 Kilometer geradeaus, sagte das Navi, und dann bitte rechts fahren. So my GPS said 2000 kilometers and then turn right. From Berlin going south. And yeah, these people, they invited me after the TV interview. They were members of the Jeep Club, and I was allowed to ride a self-made Jeep, which is a Volkswagen Beetle. Yeah, it's amazing. Also Leute vom Jeep Club haben mich eingeladen und ich durfte mal fahren. Größte Motorradtreffen in Brasilien, 45.000 Leute auf einem Haufen. The biggest bike meeting in Brazil, 45,000 people, most of them drunk in one place. Yeah, the way from Sao Paulo to Rio, along the coast, it's very beautiful. You can take a few days and just go, from one great place to another. Die Straße von Sao Paulo nach Rio ist wunderschön, überall Küste und schöne Strände. Und dann hier auch Leute, die mich eingeladen hatten, ich sollte unbedingt mal tauchen kommen. Ich wusste nicht, wie es geht. Sie wollten es unbedingt mal zeigen. Und sie wollten mir auch zeigen, hier, was es für verschiedene Früchte gibt. They showed me around, invited me for driving, and also showed me around and showed me some different kind of fruits. From the outside, it looks like tomato,
but from the inside it's very different. It's very sweet, and tomato is not sweet. So amazing what you learn while traveling. Also es gab Früchte, die aussehen wie Tomaten, aber keine Tomaten sind, sondern ganz süß. Und dann natürlich zum Jesus. The view from Jesus to Rio, of course, is so beautiful, amazing. It's a really beautiful city. And if you look very close, even you even find wild animals in the city. And yeah, nice birds and stuff. It's really, really cool city. Also man sieht, wenn man genau guckt, selbst wilde Tiere in Rio. Und dann ging's tauchen, we went diving, and yeah, some crazy journalists came again. And Honda repaired the bike and changed everything for free and made it in perfect condition, and I sold it for the same price I bought it for. Yeah, thank you very much. So, super Vortrag, Leute. Thank you very much, Tobi. I would say 125 is enough. Who the heck needs a 1200 years adventure? Also wer braucht eine 1200er mit einer 125er, kann man viel Spaß haben. Also wo man wirklich drüber nachdenken muss, das hat er ja auch schon gesagt, es ist halt alles viel billiger mit einem kleinen Motorrad. Naja, und es gibt die Teile vor Ort. Genau. Also das ist ein Riesenvorteil. Man und braucht die halt Leute Zeit. kennen sich. Ja, also ich weiß, ich meine, Zeit, das Ding fährt auch 100 auf Meereshöhe. Und ja, aber vor allem die Leute kennen sich aus. Also wenn was ist. Ja, Tobi, auch mal ehrlich, an der Ampel ist noch scheiße. Auf dem Hinterrad geht auch, haben wir gesehen. Also, wenn ihr Fragen dazu habt, wir gehen zum Lagerfeuer. Ja? In the fire, you can ask him all the questions, even how to buy a bike in South America, all kind of stuff. Wie man Motorrad kauft in einem anderen Land, ist vielleicht auch ganz interessant. Also können wir das ganze Wochenende drüber diskutieren.